Lektion 1: Reiseherausforderungen. Gab es während Ihrer Reise irgendwelche Herausforderungen? Ja, das Wetter war unvorhersehbar. Das klingt hart. Was hast du gemacht? Ich musste meine Pläne spontan anpassen. Das kann stressig sein. Hat es dir trotzdem gefallen? Das habe ich. Es hat mich gelehrt, flexibel zu sein. Das ist eine gute Lektion. Reisen können unvorhersehbar sein. Ruf. Aber daraus entstehen tolle Geschichten. Ich liebe es, Reiseerlebnisse zu teilen. Lektion 2: Einkaufsentscheidungen. Nun, vor dem Kauf ist das eine gute Idee. Waren sie im Angebot? Ja, ich suche immer nach Rabatten. Das ist klug. Das spart auf lange Sicht Geld. Genau, es macht mir Spaß, gute Angebote zu finden. Joch, es fühlt sich an wie ein kleiner Sieg. Lassen Sie uns gemeinsam den Verkauf im Auge behalten. Tolle Idee. Zusammen mit Freunden macht Einkaufen mehr Spaß. Absolut. Wir können einen Tag daraus machen. Lektion 3: Hotelkomfort. Wir verfügen über kostenlose Parkplätze für Hotelgäste. Wunderbar. Kann ich einen Weckruf anfordern? Silje, um wie viel Uhr möchten Sie es? Vielleicht um 7 Uhr morgens. Ich möchte früh erkunden. Perfekt. Ich werde die Anfrage für Sie stellen. Date. Es wird mir helfen, den Tag richtig zu beginnen. Absolut. Wir wollen nichts verpassen. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise. Ich auch. Es wird eine tolle Erfahrung sein. Lektion 4: Wellnessziele. Lassen Sie uns einander dabei unterstützen, unsere Gesundheits- und Wellnessziele zu erreichen. Ruf. Es macht es einfacher. Was ist derzeit Ihr Hauptziel? Ich möchte mich gesünder ernähren und mehr Sport treiben. Das ist großartig. Mein Ziel ist es, mehr Wasser zu trinken. Flüssigkeitszufuhr ist super wichtig. Wir können uns den ganzen Tag über gegenseitig daran erinnern. Verantwortung hilft sehr. Schauen wir wöchentlich vorbei, um unsere Fortschritte zu sehen. Lektion 5: Clever einkaufen. Suchen Sie nach Sonderangeboten, Rabatten oder kaufen Sie in preisgünstigen Geschäften ein. Das ist ein kluger Ansatz. Ich versuche immer zu sparen. Ich auch. Jedes bisschen hilft. Ich liebe es, gute Angebote für Kleidung zu finden. Klar, es lohnt sich, intelligent einzukaufen. Lasst uns bald einen Einkaufsbummel planen. Absolut. Wir können die besten Plätze erreichen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird Spaß machen, nach Schnäppchen zu suchen. Ja, zusammen mit Freunden macht Einkaufen mehr Spaß. Lektion 6: Rohrtrieb. Großartig. Wie lange wird die Fahrt dorthin dauern? Von hier aus sind es etwa 2 Autostunden.
Das ist nicht so schlimm. Unterwegs können wir Musik hören. Ich bereite eine Playlist für die Reise vor. Perfekt. Ich liebe Roadtrip-Playlists. Ich auch. Er stimmt auf die Reise ein. Hast du fürs Wochenende gepackt? Was? Ich muss mir nur noch ein paar Sachen schnappen. Stellen wir sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen. Lektion 7. Eine wunderbare Begegnung. Das ist wunderbar zu hören. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich liebe es, neue Orte zu erkunden und verschiedene Küchen auszuprobieren. Ich interessiere mich für Fotografie, insbesondere für das Einfangen von Landschaften. Gibt es Lieblingsorte, die Sie entdeckt haben? In der Innenstadt gibt es einen wunderschönen Park mit atemberaubender Aussicht. Weißt du dort? Noch nicht, aber es klingt großartig. Ich sollte es mir ansehen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist perfekt zum Fotografieren. Großartig. Ich bringe meine Kamera mit. Welches Gericht probieren Sie am liebsten? Lektion 8. Komfort ist wichtig. Ich kann es nachvollziehen. Komfort ist wichtig, besonders wenn ich sie den ganzen Tag trage. Syluf, was trägst du normalerweise, um dich wohler zu fühlen? Ich bevorzuge Turnschuhe und locker sitzende Kleidung. Was ist mit dir? Ich liebe es, Leggings und kuschelige Pullover zu tragen. Der Einzug ist so einfach. Das klingt perfekt für einen entspannten Tag. Haben Sie in letzter Zeit neue Stile ausprobiert? Ja, ich habe mir gerade eine Jogginghose gekauft, die super weich ist. Sie fühlen sich an wie Pyjamas. Pöpel. Möglicherweise muss ich mir ein paar besorgen. Gibt es sie in verschiedenen Farben? Das tun sie. Ich habe ein paar in Marineblau und ein weiteres in Grau. Tolle Auswahl. Die muss ich suchen. Lektion 9. Erste Eindrücke. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie einen schlechten ersten Eindruck hinterlassen haben? Syluf, ich glaube, das passiert jedem irgendwann. Rechts. Ich erinnere mich, dass ich jemanden traf und ihm nicht einmal die Hand schüttelte. Das ist umständlich. Was ist passiert? Ich glaube, ich war zu nervös, um mich ihnen zu nähern. Das kann hart sein. Hast du sie später kennengelernt? Ja, irgendwann. Wir haben später darüber gelacht. Zumindest ist daraus eine lustige Geschichte geworden. Genau. Der erste Eindruck kann sich mit der Zeit ändern. Lektion 10. Online-Ressourcen. Haben Sie gute Online-Ressourcen zum Englischlernen gefunden? Ja, ich bin auf ein paar tolle Websites und Apps gestoßen. Das ist großartig. Welche empfehlen Sie? Ich mag Duolingo wirklich zum Vokabel- und Grammatiktraining. Ich habe davon gehört. Wie wäre es mit etwas zum Zuhören? Zum Zuhören empfehle ich BBC Learning English. Ihre Videos sind wirklich hilfreich.
Klingt perfekt. Wie sieht es mit Sprechübungen aus? Zum Sprechen verwende ich Tandem, um mit Muttersprachlern zu chatten. Das ist eine kluge Idee. Gibt es etwas zum Schreiben? Lektion 11. Geld sparen. Wussten Sie, dass Viertel einen Dollar ausmachen? Ja, und ein Dollar ist 100 Cent wert. Es ist faszinierend. Ich habe mein gesamtes Geld für einen Sonderkauf gespart. Das ist eine tolle Strategie. Wofür sparen Sie? Ich spare für einen neuen Laptop. Es ist Zeit für ein Upgrade. Das ist spannend. Haben Sie ein Budget dafür festgelegt? Ja, ich versuche bei 800 Dollar zu bleiben. Guter Plan. Es hilft, ein klares Ziel zu haben. Genau, es macht das Sparen so viel einfacher. Lektion 12. Orte erkunden. Entschuldigung, haben Sie Vorschläge für Orte, die Sie hier besuchen können? Duluth. Nur ein paar Blocks entfernt befindet sich ein wunderschöner Park. Das hört sich herrlich an. Was kann ich da machen? Sie können spazieren gehen, ein Picknick machen oder sogar ein Fahrrad mieten. Ein Fahrrad zu mieten klingt lustig. Wie viel kostet es? Normalerweise kostet eine Stunde etwa 10 US-Dollar. Das ist vernünftig. Gibt es Sehenswürdigkeiten in der Nähe? Ja, es gibt eine historische Brücke, die sehr beliebt ist. Das würde ich gerne sehen. Danke für die Tipps. Lektion 13. Historische Einblicke. Wussten Sie, dass dieses Gebiet seit den Tagen Harolds des Großen anerkannt ist? Hilfe, das ist mehr als 2000 Jahre her. Ja, es ist faszinierend, wie die Geschichte unsere Umgebung prägt. Das, sie liefern auch Rohstoffe für das moderne Bauen. Genau, es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, wie weit wir gekommen sind. Und doch bleibt einiges unverändert. Weil die Geschichte hat einen Einfluss auf die heutige Architektur. Ich liebe es, etwas über die Vergangenheit zu lernen. Es gibt uns eine Perspektive. Absolut. Die Geschichte verleiht unseren Erfahrungen Tiefe. Lektion 14. Tipps zum Lebensmitteleinkauf. Gibt es andere Möglichkeiten, beim Lebensmitteleinkauf zu sparen? Chef, der Einsatz von Gutscheinen kann wirklich dabei helfen, Kosten zu senken. Das ist eine gute Idee. Ich habe Apps dafür gesehen. Wir Ads können die Suche nach Angeboten erleichtern. Wie wäre es mit dem Kauf in großen Mengen? Das kann auch Geld sparen, insbesondere bei nicht verderblichen Gütern. Das sollte ich versuchen. Irgendwelche weiteren Tipps? Wenn Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus planen, können Sie Abfall reduzieren. Das ist klug. Ich werde dieses Wochenende mit der Essenszubereitung beginnen. Lektion 15. Haus-Garten-Arbeit. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, zu Hause eine üppige Grünfläche zu schaffen? Ja, es wäre wie ein Mini-Wald. Das klingt erstaunlich. Welche Pflanzen würden Sie wählen? Ich hätte gerne ein paar Farne und Blütenpflanzen.
Die würden wunderschön aussehen. Wie wollen Sie starten? Ich denke darüber nach, mit ein paar kleinen Töpfen zu beginnen. Das ist eine gute Idee. Am Anfang ist es einfacher, damit umzugehen. Ja, außerdem kann ich später jederzeit erweitern. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Grundfläche wachsen zu sehen. Lektion 16. Gesunde Ernährung. Es ist wichtig, den Körper mit nahrhafter Nahrung zu versorgen, oder? Versuch. Es beeinflusst Ihr Energieniveau und Ihre Stimmung. Was sind einige Ihrer liebsten gesunden Mahlzeiten? Ich liebe Salate mit viel buntem Gemüse. Das klingt erfrischend. Machen Sie Ihre eigenen Dressings. Ja, selbstgemachte Dressings sind viel gesünder. Das sollte ich versuchen. Was ist Ihre Geheimzutat? Ein Spritzer Zitronensaft lässt alles noch besser schmecken. Das werde ich mir merken. Gesunde Ernährung kann köstlich sein. Lektion 17. Sprachbarrieren. Wird die Sprache auf Reisen ein Problem sein? Dies kann der Fall sein, insbesondere wenn Sie die Landessprache nicht fließend beherrschen. Ich denke, das Erlernen einiger grundlegender Sätze kann hilfreich sein. Versuch. Einfache Grüße reichen weit. Wie wäre es mit der Verwendung von Übersetzungs-Subs? Diese können in schwierigen Situationen lebensrettend sein. Ich werde vor meiner Reise ein paar davon herunterladen. Gute Idee. Es wird Ihre Reisen angenehmer machen. Ich bin aufgeregt, aber auch ein bisschen nervös. Lektion 18. Bemühungen beschleunigen. Haben Sie darüber nachgedacht, wie wir die Genesung der Verletzten beschleunigen können? Ja, ich glaube, wir sollten Ihre Bedürfnisse und Ressourcen priorisieren. Welche konkreten Schritte sollten wir Ihrer Meinung nach unternehmen? Vielleicht könnten wir eine gemeinschaftliche Spendenaktion organisieren, um Unterstützung zu sammeln. Das klingt nach einer tollen Idee. Das Engagement der Gemeinschaft kann einen großen Unterschied machen. Versuch. Wir könnten auch lokale Unternehmen um Sponsoring bitten. Rechts. Ihre Unterstützung könnte unseren Bemühungen einen echten Schub geben. Außerdem würde es das Bewusstsein für die Situation in unserer Region schärfen. Genau, Bewusstsein ist der Schlüssel zur Mobilisierung weiterer Hilfe. Lektion 19. Vorabgebühren. Mussten Sie bei der Einschreibung irgendwelche Gebühren im Voraus bezahlen? Ja, ich musste eine Anzahlung leisten, um meinen Platz zu sichern. Das macht Sinn. Gab es später versteckte Gebühren? Zum Glück nein. Alles war von Anfang an transparent. Das ist eine Erleichterung. Es ist wichtig, alle Kosten im Voraus zu kennen. Ich stimme zu. Es hilft, spätere Überraschungen im Prozess zu vermeiden. Haben Sie von Stipendien gehört, die helfen könnten? Ja, es gibt einige Optionen für neue Studierende. Das ist großartig. Stipendien können die finanzielle Belastung erheblich entlasten. Lektion 20. Abnehmreise. Ich habe bereits ein paar Pfund abgenommen, langsamer Fortschritt, aber ich komme dorthin. Das ist großartig. Jedes kleine bisschen zählt.
Was ist dein Geheimnis? Ich habe mich auf Portionskontrolle und regelmäßige Bewegung konzentriert. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie sich konkrete Ziele gesetzt? Ich möchte bis Ende des Monats weitere 5 Pfund abnehmen. Das ist ein realistisches Ziel. Wie bleibst du motiviert? Ich verfolge meine Fortschritte und belohne mich mit kleinen Leckereien. Das klingt nach einer guten Strategie. Positive Verstärkung hilft. Ja, und ich versuche auch, mich mit unterstützenden Freunden zu umgeben. Lektion 21. Führungsaufgaben. Für Amerika steht nie wenig auf dem Spiel, wenn unser Land nicht die Führung übernimmt. Verf. Führung kann globale Perspektiven und Handlungen prägen. Es ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung wichtiger Probleme wie dem Klimawandel. Ja, Länder erwarten von den USA Orientierung und Unterstützung. Glauben Sie, dass wir in dieser Hinsicht genug tun? Ich glaube, dass es immer Raum für Verbesserungen und Innovation gibt. Vereinbart. Wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Durch die Zusammenarbeit können vielfältige Ideen auf den Tisch gebracht werden. Ja, und es fördert die Einheit zwischen den Nationen. Lektion 22. Kochabenteuer. Nein, das habe ich nicht, aber ich würde es gerne versuchen. Welche Zutaten brauchen wir? Wir brauchen Mehl, Wasser, Hefe und eine Prise Salz. Klingt einfach genug. Haben Sie ein Rezept im Kopf? Ja, ein klassisches Pizzateigrezept. Es ist unkompliziert und macht Spaß. Ich bin begeistert. Können wir nachträglich Toppings hinzufügen? Südhof. Sie können es nach Ihren Wünschen anpassen. Großartig. Ich liebe es, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Ja, es ist einer der besten Aspekte des Kochens. Sollten wir bald einen Pizzabend planen? Lektion 23. Siedlergeschichten. Viele Siedler hielten John Chapman für einen seltsamen Charakter. Ich habe von ihm gelesen. Er hatte einen so einzigartigen Lebensstil. Ja, er kaufte nie neue Kleidung und lebte einfach. Das ist faszinierend. Sein Engagement für die Natur war inspirierend. Ich bewundere sein Engagement, Bäume für andere zu pflanzen. Es zeigt, wie eine Person viel bewirken kann. Der Sau, sein Erbe kommt uns noch heute zugute. Ich frage mich, wie viele Leben er durch seine Arbeit berührt hat. Eine Menge, da bin ich mir sicher. Es ist eine starke Erinnerung daran, etwas zurückzugeben. Lektion 24. Wäscheabholung. Den Wäscheschein können Sie einfach in Ihrem Zimmer ausfüllen. Das klingt praktisch. Wie funktioniert die Abholung? Wenn man es weglässt, kommen Sie normalerweise innerhalb einer Stunde. Perfekt. Ich schätze Dienstleistungen, die Zeit sparen. Es ist ein echter Lebensretter, besonders an arbeitsreichen Tagen. Tja, ich habe immer so viel auf meinem Teller. Ebenfalls. Effizienz ist der Schlüssel zu unseren Routinen. Denken Sie, wir sollten es auch für andere Dienste nutzen. Definitiv.
Es lohnt sich zu erkunden, was verfügbar ist. Lektion 25, eine Vogelperspektive. Unten siehst du winzig aus, das kommt dem Fliegen wie ein Vogel am nächsten. Es ist erstaunlich, wie die Perspektive alles verändert. Rechts. Von hier oben kann ich die ganze Landschaft überblicken. Es ist atemberaubend. Waren Sie schon einmal in einem Heißluftballon? Nein, aber ich würde es gerne ausprobieren. Buntur. Ja, es war eine fantastische Erfahrung. Die Aussicht war unglaublich. Ich kann es mir nur vorstellen. War es überhaupt beängstigend? Nicht wirklich. Es fühlte sich dort oben friedlich und gelassen an. Das klingt wunderbar. Ich sollte es zu meiner Bucket-List hinzufügen. Lektion 26, erschwinglicher Garten. Ja, es gibt einen Garten, aber er ist recht erschwinglich. Das ist großartig. Ich liebe Gärten, die nicht die Bank sprengen. Genau. Es ist schön, die Natur zu genießen, ohne ein Vermögen auszugeben. Gibt es Besonderheiten in diesem Garten? Ja, sie haben eine Vielzahl von Pflanzen und Sitzbereichen. Perfekt. Es klingt nach einem schönen Ort zum Entspannen. Ich denke, es ist auch ein großartiger Ort für Picknicks. Du, wir sollten bald einen Besuch planen. Ich bin dabei. Es wird eine schöne Flucht aus unserer Routine sein. Lektion 27, Themenwert. Jedes Team sollte einen Wert von 200 bis 300 Millionen Dollar haben. Puff, das ist eine riesige Investition. Welche Faktoren tragen dazu bei? Es geht in erster Linie um ihre Marktfähigkeit und Fangemeinde. Das macht Sinn. Beliebte Teams können erhebliche Einnahmen generieren. Ja, der Merchandise- und Ticketverkauf spielt eine große Rolle. Ich frage mich, wie sie über die Zeit so hohe Werte aufrechterhalten können. Kontinuität in der Leistung und im Branding ist der Schlüssel. Definitiv. Erfolgreiche Teams schaffen starke Hinterlassenschaften. Es ist faszinierend, wie Sport das Wirtschaftswachstum vorantreiben kann. Lektion 28, tägliche Reinigung. Während meines Aufenthaltes werden die Zimmer täglich gereinigt. Das ist ausgezeichnet. Sauberkeit ist in Hotels sehr wichtig. Ich stimme zu. Es macht einen großen Unterschied im Komfortniveau. Glauben Sie, dass Sie zusätzliche Reinigungsdienste anbieten? Ja, das tun sie. Sie können zusätzliche Handtücher oder Toilettenartikel anfordern. Das ist praktisch. Es ist schön, diese Optionen zur Verfügung zu haben. Sicher. Es macht den Aufenthalt insgesamt angenehmer. Ich liebe es, wenn Hotels die Zufriedenheit ihrer Gäste in den Vordergrund stellen. Es wertet das gesamte Erlebnis wirklich auf. Lektion 29, Pizzateig. Ich denke, als Wegmehl eignet sich am besten für einen klassischen Pizzateig. Ja, es gibt die richtige Textur. Hast du es schon einmal gemacht? Ein paar Mal, aber ich perfektioniere immer noch meine Technik. Übung macht den Meister. Welche Toppings mögen Sie? Ich liebe Peperoni und Gemüse. Und Tour.
Ich bevorzuge den Margherita-Stil, einfach und frisch. Das hört sich köstlich an. Wir sollten einen Abend zum Pizzabacken veranstalten. Hilf. Es wird Spaß machen, verschiedene Rezepte gemeinsam auszuprobieren. Ich kann es kaum erwarten. Lass es uns bald planen. Lektion 30. Reiseutensilien. Absolut. Die Investition in einen zuverlässigen Rucksack ist unerlässlich. Ich stimme zu. Ein guter Rucksack kann das Reisen so viel einfacher machen. Außerdem hilft es, während der Fahrt alles organisiert zu halten. Ja, auch eine vielseitige Verpackung ist entscheidend für die Effizienz. Haben Sie Packtipps, die für Sie funktionieren? Ich rolle meine Kleidung immer zusammen, um Platz in meiner Tasche zu sparen. Tolle Idee. Damit sollte ich auch anfangen. Es trägt wirklich dazu bei, Ihr Packpotenzial zu maximieren. Ich freue mich darauf, es bei meiner nächsten Reise auszuprobieren. Lektion 31. Höhere Studien. Ich habe darüber nachgedacht, ein höheres Studium im Ausland zu absolvieren. Es ist eine aufregende Gelegenheit. Was denken Sie darüber nach? Ich schaue mir Programme an, die sich auf internationale Beziehungen konzentrieren. Das klingt faszinierend. Es ist ein so wichtiges Feld. Ich stimme zu. Ich möchte die globale Dynamik besser verstehen. Haben Sie darüber nachgedacht, für welche Länder Sie sich interessieren? Ja, es zieht mich besonders nach Europa und Asien. Das sind großartige Entscheidungen. Sie verfügen über ein reichhaltiges akademisches Umfeld. Ich bin gespannt darauf, verschiedene Kulturen und Perspektiven zu erkunden. Lektion 32. Wegbeschreibung. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Klar, was brauchst du? Ich muss die nächste U-Bahn-Station finden. Gehen Sie einfach geradeaus und biegen Sie links ab. Ist es weit von hier? Überhaupt nicht, etwa 5 Minuten zu Fuß. Großartig. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre Reise. Ich wähle, haben Sie einen guten Tag. Lektion 33. Schleusen und Boote. Hast du diese Boote gesehen? Da, sie bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen. Es ist faszinierend, wie sie durch die Schleusen navigieren. Ich weiß, Sie müssen in die nächste Schleuse einfahren und wieder hochgehoben werden. Das muss viel Koordination erfordern. Definitiv. Das Teaming muss perfekt sein. Es ist beeindruckend anzusehen. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und Ihnen zuschauen. Ebenfalls, es ist so entspannend. Lektion 34. Gemütliche Nacht. Was macht Ihrer Meinung nach einen perfekten Filmabend aus? Auf jeden Fall weiche Kissen und eine warme Decke. Vereinbart. Auch Snacks sind unerlässlich. Der Popcorn ist ein Muss. Und vielleicht etwas heiße Schokolade. Das klingt perfekt für einen gemütlichen Abend. Ich kann es kaum erwarten, einen zu planen. Machen wir es bald. Ich freue mich darauf.
Lektion 35 Sportspitznamen. Haben Sie schon von Magic Johnson gehört? Jeff, er war ein unglaublicher Spieler. Ein begeisterter Sportreporter gab ihm diesen Spitznamen. Es steht ihm wirklich gut. Er brachte so viel Magie in das Spiel. Weil sein Stil war so einzigartig. Ich liebe es, wie er die Art und Weise verändert hat, wie die Leute Basketball sehen. Er inspirierte so viele zukünftige Spieler. Philosoph, eine wahre Legende der Sportgeschichte. Ich stimme Ihnen zu. Lektion 36 Spaß und Kunsthandwerk. Was machst du in deiner Freizeit gerne? Ich liebe Basteln und denke mir lustige neue Spiele aus. Das klingt spannend. Was für ein Kunsthandwerk. Hauptsächlich die Y-Projekte und Scrapbooking. Ich würde gerne einige Ihrer Arbeiten sehen. Ich zeige es Ihnen gerne. Es muss so viel Spaß machen, etwas zu erschaffen. Das ist es wirklich. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass Ihnen etwas Erstaunliches einfallen wird. Lektion 37 Kleiderkauf. Sind Sie auf der Suche nach etwas Besonderem? Ja, ich probiere verschiedene Kleider an. Das hört sich lustig an. Gibt es einen bestimmten Anlass? Ich muss nächsten Monat an einer Hochzeit teilnehmen. Ich hoffe, Sie finden das Richtige. Date, ich bin gespannt, was ich finden kann. Kleiderkauf ist immer ein Abenteuer. Das ist es wirklich. Ich liebe es, neue Stile auszuprobieren. Ich auch. Lassen Sie mich wissen, was Sie auswählen. Lektion 38 Zuverlässige Organisationen. Was halten Sie davon, eine Wohltätigkeitsorganisation auszuwählen, mit der Sie zusammenarbeiten Das ist möchten? klug. Es ist wichtig, eine zuverlässige Organisation zu wählen. Absolut. Recherche ist der Schlüssel. Ich stimme zu. Sie möchten sicherstellen, dass die Mittel sinnvoll eingesetzt werden. Haben Sie welche gefunden, die Ihnen gefallen? Ja, ich habe ein paar im Sinn, die großartige Arbeit leisten. Ich würde gerne von Ihnen hören. Definitiv. Lassen Sie uns das bei einem Kaffee besprechen. Klingt nach einem Plan. Lektion 39 Nachhaltigkeit. Haben Sie schon einmal von nachhaltigem Einkaufen gehört? Ja, es wird immer beliebter. Und die Preise sind oft günstiger als in regulären Geschäften. Das ist ein toller Ansporn. Außerdem schont es die Umwelt. Darauf, es ist eine Win-Win-Situation. Ich liebe es, nachhaltige Marken zu unterstützen. Ja, es fühlt sich gut an, etwas zu bewirken. Lass uns irgendwann zusammen einkaufen gehen.